Leise rieselt der Schnee. So, nachdem wir unser Visum verlängert gekriegt haben, haben wir uns überlegt, dass wir uns nicht ausfliegen lassen würden, falls es jemals einen Flieger von hier nach Deutschland geben sollte. In Deutschland eskaliert die Situation gerade. Hier ist alles ruhig. Hier wurden schon Ende Januar die ersten Maßnahmen getroffen, als in Deutschland noch der Karneval getobt hat. Wir haben uns diese Wohnung hier für einen Monat gemietet. Schöne Küche, können endlich mal was anderes kochen als immer nur Fleisch mit Teig. Und das Fenster ist das. Heute ist Corona-Geburtstag. Wir waren Erdbeeren kaufen, der Markt hat auf, obwohl Sonntag ist. Und wir feiern in Gefangenschaft. Silke ist nämlich heute 44 Jahre alt geworden. My gun and my powder, my old woolen trousers, some bread for the road. Wir sitzen vor der kasachischen Botschaft, warten seit einer Viertelstunde drauf, dass jemand versteht, dass wir um 10 Uhr einen Termin gekriegt haben. Wir haben eine Liste gekriegt mit Papieren, was wir mitbringen sollen fürs Visum. Aber da drin ist wie bei der deutschen Botschaft in Taschkent, das muss ein Virus sein. Die arbeiten nicht oder wollen nicht arbeiten. Unglaublich. Beim letzten Mal haben sie dann irgendwann die Klingel ausgestellt, als ich hier stand und fragen wollte, weil war zu doof. Und wir sollten uns über Facebook melden, das haben wir gemacht, hat super funktioniert, die sprechen Englisch, wir haben einen Termin gekriegt, aber Hier spricht keiner Englisch. In der Botschaft. Wir können 6 Sprachen, 6 Fremdsprachen, die keine. Wir sind zurück von der kasachischen Botschaft. Ohne Und Visum völlig erfolglos, weil die können nicht lesen. Also die Botschaften kann nicht lesen. oder will nicht lesen. Das Außenministerium in Kasachstan kann auch nicht lesen. Deswegen sollten wir dieses Transitvisum haben, was aber nicht funktioniert, weil wir brauchen ein Visum durch Russland. Das muss man beantragen und da gibt es nur Transit und dafür braucht man gewisse Daten. Aber wir wissen ja nicht, wann die Mobil fertig ist. Stand alles in einem Schreiben, was wir von der deutschen Botschaft gekriegt haben, also einer Verbalnote. Wenn man das gelesen hätte, dann hätte man auch verstanden, ja, dass ein Transitvisum keinen Sinn macht. Aber es liest ja keiner, nirgendwo. Und deswegen gehen wir nochmal hin, wenn sie fertig sind mit Lesen und alle miteinander gesprochen haben. My gun and my powder. Mitten in der Nacht. Wir fahren jetzt irgendwo hin. Es ist 6:45. Der Jan meint, es wäre mitten in der Nacht und wir fahren in die Berge. That I'll grow slowly as a raindrop down a window pane. She knows that I'll hold her locket on a chain to keep the evil things away. Jesus, come briefly, dismiss me or keep me, just let me go home. She'll be burning a candle under the mantle when the evenings get cold. Nach 3 Monaten in Taschkent in der Bude ist das echt ein Traum, hier in den Bergen zu sein und an so einem wunderschönen See. Die Luft ist total angenehm, der See kommt so richtig kühl. In Taschkent haben wir jetzt schon über 37 Grad, da wird schon fast ein bisschen unangenehm. Also so langsam kann Corona auch mal vorbeigehen. To keep the evil things away. Wir haben eine Entscheidung getroffen. Und wir fliegen jetzt nach Riga.
Und zwar, weil wir die ganze Zeit in Taschkent gehockt haben, gewartet haben, dass Kasachstan die Grenzen öffnet und wir als Deutsche ein Visum bekommen, um zu Ketimobil zurückzukommen. Das tun die aber nicht. Die haben nämlich keine Lust zu und somit werden wir vor dem 1.11. sicherlich nicht reinkommen nach Kasachstan, denn dann wollen die eigentlich erst einmal ein visafreies Regime einführen. Vielleicht. Oder auch nicht. Genau. Wir haben aber bei Ketimobil das TIP, also Temporary Import Permit, bis Januar gültig. Da ist überhaupt kein Handlungsbedarf, auch wenn wir gerne bei Ketimobil wären. Aber der Jan hat noch ein Motorrad in Armenien stehen und dessen Temporary Import Permit ist im Juni abgelaufen und konnte nur bis 30. September verlängert werden. Vorerst zumindest. Vielleicht geht es noch ein bisschen länger, aber da wir das nicht genau wissen, haben wir gedacht, da müssen wir aus der Sackgasse Usbekistan da mal raus und uns um unser anderes Motorrad da mal kümmern. Genau, dann haben wir entschieden, wir sehen zu, dass wir irgendwo hinkommen, wo wir in der Nähe von Armenien sind und wo wir dann einfach warten, bis die Grenzen im Kaukasus sich öffnen und wir uns um Jans Motorrad in Armenien kümmern können. Und deswegen fliegen wir dann auch weiter nach Bulgarien. Genau, weil von Bulgarien aus kann man einfach mit der Fähre nach Georgien gehen und Georgien ist quasi der einzige Eingang nach Armenien, weil... Silke, was ist los gerade? Was machen wir jetzt? Wir fahren zum Flughafen und fliegen nach Riga. Und das um 5 Minuten nach 10? Ja, wie viele Stunden zu früh? 5 Stunden zu früh oder irgend sowas, weil heute Nacht zum allerersten Mal Ausgangssperre ist und keiner weiß, ob wir zum Flughafen kommen, wenn wir jetzt vor der Ausgangssperre losgehen. Seit Mitte Februar ist das alles, was wir haben. Jeder ein Faltrucksack von Ikea. Mehr braucht man nicht. Aus Usbekistan ohne Quarantänepflicht. Wir sind in Riga. And if I die, will you hold on? Will you hold on to me? And if I die, will you hold on? Will you hold on to me? Man kann in Riga für Lauffahrer E-Scooter leihen. Das haben wir vorhin gemacht und sind damit rumgeflitzt. Total schnell, bis zu 25 Kilometer schnell die Dinger. Richtig klasse. Aber richtig teuer, gell? Wir sind, keine Ahnung, 2 Kilometer gefahren und haben 2,2 Euro, also 2,20 Euro gezahlt. War jetzt teures Vergnügen, aber Spaß war's. Ja, und zu zweit geht's auch. Ja. Sind wir mit dem Elektroroller rumgeflitzt, jetzt fahren wir mit dem Zug an die Beach. Okay, das Wetter ist jetzt nicht so... 1, 2, 3, 4! Nobelkarosse haben wir hier. Elektrische Fensterheber, elektrische Außenspiegel, alles elektrisch hier, richtig cool. Aircondition, Zentralverriegelung, ja. LPG-Umbau, Sonnendach. Richtig Power, das alte Ding. Genau. Gerade die ganzen Papiere beim Notar gemacht, jetzt fahren wir noch zur Polizei, kriegen den neuen Brief und da müssen wir noch gucken, was mit den ganzen Ersatzteilen passiert. Weil der kommt natürlich mit 8-fach-Bereifung. Neuer Motorhaube, neuer Frontverkleidung. Seitensperrer komplett, liegt da als Originalteil, können wir noch mal einschweißen. Und weiß der Geier, was da noch alles dabei ist, was wir eigentlich gar nicht brauchen. Aber 900 €. So sieht's aus.
Finding my powder, my old woolen trousers, some bread for the road. The call of the bugle, another refusal to wait for the snow. Connected.